Die größte Motivation, die Transsibirika zu fahren, 1000 Kilometer nonstop, war für mich und auch für unser Team, den Tieren zu helfen auf der Welt, die keine Stimme haben. Das war die größte Motivation. Die zweite Motivation war immer wieder, den Menschen zu zeigen, dass wir mit pflanzlicher Ernährung körperliche und geistige Höchstleistung erbringen können. Dass es nicht notwendig ist, auf der Welt Tierleid zu erzeugen, sondern dass wir das nicht brauchen, dass wir uns pflanzlich ernähren können und es uns damit auch viel, viel besser geht. Die größten Schwierigkeiten, die sich aufgetan haben bei dieser Fahrt, die Nacht wach zu bleiben, auch nächsten Tag noch fit zu sein. Wir haben alle 100 Kilometer eine Pause gemacht und haben dann Essen zu uns genommen und Trinkflaschen haben wir neu aufgefüllt. Und die Länge der Pausen waren ganz unterschiedlich, weil die einzelnen Etappen der 100 Kilometer waren von den Wetterbedingungen her auch sehr unterschiedlich, weil diese Distanz so sehr lang war. Wir haben also mehrere Wetterphänomene gehabt. Wir hatten Hitze, wir hatten Kälte in der Nacht, wir hatten Wind von vorne. Ja, wir hatten, wie gesagt, für die Transsibirika mit den Produkten QYZ einen Plan erstellt, was ich einnehme in den Stops, die wir gemacht haben, alle 100 Kilometer. Am Anfang habe ich Beweglichkeit eingenommen, in Kombination mit dem Energiepulver. Dann bei dem ersten Stopp habe ich dieses Produkt genommen, Immunkraft, auch wieder mit dem Energiepulver. Das habe ich dann während der gesamten Tour immer wieder gewechselt. Irgendwann habe ich aber auch nur auf meinen Körper gehört, der mir gesagt hat, welche Produkte ich brauche. Und erstaunlicherweise hat mein Körper sehr nach dem Immunkraft verlangt und nach dem Energiepulver eigentlich immer. Dieses Energiepulver habe ich aufgelöst in Wasser oder auch in meiner Mahlzeit gemischt und dann immer so nach 100 Kilometern gegessen. Ja, also die Produkte von QYZ haben mir sehr geholfen. Ich habe gemerkt, wie wach ich sein konnte während der gesamten Fahrt. Ich habe das vom Gefühl her sehr gemerkt, habe das nachher auch auf den Fotos, wo man mich sehen kann, habe ich das mal so beobachtet, an meinem Gesichtsausdruck, wie erschöpft ich war. Und man kann das, glaube ich, ganz gut sehen, so nach 900 Kilometern, meine Erschöpfung körperlich und geistig waren so gering. Ich habe mich immer wieder in diesen kurzen Pausen, die wir gemacht haben, ganz, ganz schnell regeneriert. Das war schon sehr erstaunlich, wie schnell so diese Produkte mich wieder fit gemacht haben. Weil ich dort mehr so auf mein Körpergefühl gehört habe, was ich jetzt in dem Moment brauche. Da waren halt auch diese Phänomene, dass wir den Gegenwind hatten oder auch die Anstrengung in der Nacht wach zu bleiben. Und daraufhin habe ich dann mehr so die Produkte dann genommen. Was mich also sehr mobil gemacht hat, war dieses Produkt hier in Kombination mit dem Pulver. Das hat mir unwahrscheinlich viel Kraft gegeben und auch Regeneration. Ich hatte auch nach 600 Kilometern ein bisschen Probleme mit dem Magen. Dann habe ich dieses genommen hier
Und es war erstaunlich, wie schnell der Körper das aufgenommen hat und ja, mich wirklich regeneriert hat. Ja. Ja, das ist wirklich toll, dass diese Produkte 100%ig vegan sind, dass wir überhaupt nicht drüber nachdenken müssen oder so, ist das für uns okay, sondern wir können das so bedenkenlos einnehmen. Ich habe natürlich auch den Vergleich zu den anderen Sportlern, weil wir ja auch zu dritt gefahren sind, zu sehen, wie geht es den anderen beiden. Und auch im Nachhinein, nach dieser Fahrt, wie habe ich so das verkraftet, wie verkraften die anderen das? Und man konnte da schon so feine Unterschiede sehen, wie ich damit umgegangen bin oder wie der Körper darauf reagiert hat, auf diese ganze Anstrengung und wie der Körper der anderen darauf reagiert hat. Und ich habe mich danach zwar auch erschöpft gefühlt, das ist auch ganz normal, aber diese Regeneration war einfach erstaunlich. Ich habe früher so vergleichbar nach Trainingsfahrten von 150, 200 Kilometern war ich lange Zeit erschöpft und musste 2, 3 Tage regenerieren. Und jetzt nach diesen 1000 Kilometern nonstop hätte ich auch nächsten Tag wieder sportliche Leistung erbringen können. Also ist erstaunlich. Die Sportler, die mit uns dabei waren, die haben also schon haben gesehen, wie fit ich eigentlich war, so nach der Tour, und haben dann schon rumgeflaxt, Witze gemacht. Jochen fährt jetzt weiter durch bis nach Paris, weil die haben auch gesehen, dass also meine Erschöpfung sehr, sehr gering war. Und waren wirklich erstaunt über die Fitness, was wir so als Veganer mit der pflanzlichen Ernährung in der Lage sind zu leisten. Und dass es wirklich nicht notwendig ist, sich mit tierischen Produkten zu ernähren. Also gerade so Eiweiß, tierisches Eiweiß zu sich zu nehmen, ist überhaupt nicht notwendig, um solche Höchstleistungen zu erbringen. Ich würde gerne jedem, der sich dafür interessiert, einfach empfehlen, das mal auszuprobieren, in seinen Körper hineinzuhören und darüber nachzudenken, sich pflanzlich zu ernähren, keine Angst davor zu haben, dass er irgendwie eventuell eine Mangelerscheinung bekommt. Da soll er, wie gesagt, das sich angucken, was wir leisten können, und das einfach auch mal auszuprobieren und darüber nachzudenken, wie viel Gutes er damit tut. Nicht nur für sich, gesundheitlich, sondern auch für die Umwelt und für die Tiere. Also da kann er jeder Einzelne ganz, ganz viel tun.